Ja, hallo. Viele reden ja von künstlicher Intelligenz, welche Gefahren das mit sich bringt und so. Aber es kann ja auch helfen. Und die Frage ist, kann es auch im Golf helfen? Also es scheint ja, denn ich habe gehört, es gibt ja so eine App, wie heißt die, Sportsbox, die soll fähig sein, mit nur einer Aufnahme, also eine Videoaufnahme von einer Kamera, eine komplexe Bewegung zu analysieren, also einen Golfschwung zum Beispiel, und dann die verschiedenen Elemente vergleichen mit, wie es richtig sein soll. Und naja, und dann kann man halt eben üben, entweder selber oder mit einem Coach. Also ich habe diese App nicht oder noch nicht zumindest. Und ich werde mir das mal anschauen bei einem Club bei mir in der Nähe, wo ich nicht Mitglied bin, aber wo es einen Coach gibt, der dieses Tool, diese Sache benutzt und mit einem zusammen. Das werde ich jetzt in diesem Film auch zeigen. Wie funktioniert das? Kann es einem helfen oder nicht? Also bleibt dran, schaut euch diesen Clip an. Vielleicht ist er ja von Interesse. Also ich bin jedenfalls sehr gespannt, wie das sein wird. Tja, und wenn euch der Clip gefällt, dann drückt doch den Like-Knopf, den Daumen hoch oder noch besser abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht seid. Also bleibt dran. Gleich geht's weiter. Ja, hallo. Ich bin hier im Trainingsraum, im Fitting Room vom Golfpro Henrik Jentsch. Genau. Einer hier am Golfplan. Und ich bin hierher gekommen, weil ich ein paar Monate nicht gespielt habe und irgendwie meinen Schwung wieder analysieren möchte und schauen, was ich besser machen kann. Und dann habe ich gehört, Henrik hat ein ganz tolles neues System, was das sehr einfach macht. Was ist das? Genau, also das Sportsbox ist der Nummer 1 in der Welt im Aufnehmen von einer Kamera, vom iPad oder vom iPhone oder Android-Phone oder Android-Pad können wir einen Swung aufnehmen und wir können damit ein dreidimensionales Model generieren. Wir sehen genau, was richtig, was falsch ist. Also man braucht also keine 100.000 Kameras, das ist ein einziges Gerät. Genau. Also du brauchst keine Hardware, weil du hast ein iPhone oder ein iPad und damit kannst du aufnehmen. Weißt du? Aha, und also man nimmt seinen Schwung damit auf und dann zeigt es bestimmte Sachen. Können wir das mal aus der Nähe sehen? Ja, genau. Ich mache dir jetzt einen Schwung und dann kriegst du eine Video von deinem Schwung, du kriegst eine Analyse von deinem Schwung und das kannst du dann in dein Video einbringen und dann kannst du es genau sehen. Aha, also wie funktioniert es? Also ich habe eine App auf dem Telefon. Du hast eine App auf deinem Telefon und das heißt, jeder Golfschüler, wenn er eine Stunde hat, der kriegt eine App, das Sportsbox App. Und damit können wir genau sehen, dein Golfschwung. So, das siehst jetzt hier, haben wir jetzt deinen Golfschwung in der App hier drin. Hier wird er runtergeladen und du siehst jetzt das und das kannst du zu Hause machen. Du kannst auch auf deinem iPad zu Hause machen und du hast auch die Möglichkeit, wenn du den Pro-Version nutzt, das kostet einmal 100 € im Jahr, da hast du auch die Möglichkeit, selber Schwünge aufzunehmen. Wenn du einen Schwung aufnehmst, wird er automatisch auf der Server hochgeladen und das heißt, dann zeigt er bei mir an, du hast einen Schwung hochgeladen. Gut, dann kann ich deinen Schwung angucken. Und dann hast du die Möglichkeit, mit der Golflehrer, mit denen du arbeitest, zu kommunizieren. Und wir sind hier ganz neu in Europa. Das sind vielleicht 20 Leute in Europa, die das nutzen. Aber wir sind dabei, ein Netzwerk aufzubauen für Sportsbox. Ja gut, danke. Dann mache ich mal den Schwung. Ja, machst du mal einen Schwung, ja. Geh mal dahin. So jetzt machst du einfach einen Schwung mit der Achtereisen und danach hier generiert das System ein dreidimensionales und ein zweidimensionales Model und dann können wir genau sehen, weil wir haben der biomechanische Sequence, dein Golfschwung und kann genau sehen, wo ist der Durchschnitt, die beste Spieler der Welt und kann genau pinpointen, wo die Fehler in deinem Golfschwung ist. Also mach mal ein Achtereisen. Sehr gut. Also gut, hier ist jetzt der Swung-Analyse. Was wir dran geguckt hat, war, wir haben einen
4 Sachen geguckt. Wir haben auf dein Pelvis Sway, Chest Sway, also Brust schieben, Pelvis Turn und Chest Turn, also Hüftdrehung und Brustdrehung. An die Sachen haben wir geguckt und erst gehen wir mal auf dein Pelvis Sway und du siehst, der Pelvis Sway ist eigentlich gut. Du siehst, wie du hier jetzt nach hinten gehst, das ist sehr gut. Kommst du hoch zu dieser Position, jetzt schiebst du rüber, durch den Ball und released. Und hier bist du ein bisschen zu weit vorne mit der Hüfte, sollst du ein bisschen mehr, kurz nach dem Treffer mehr aufstehen, anstatt nach vorne zu schieben. Und hier ist der Schwung fertig. So, das war eigentlich ganz gut. Du kannst auch gucken, jetzt dein Chest Sway, wieder perfekt. Logisch, wenn der Pelvis richtig ist, ist der Chest meistens auch gut. Eine Position hier, was sehr, sehr schön ist, ist, wenn du hier hinkommst, siehst du, wenn du jetzt schön hinterm Ball bleibst, in Impact. Das ist wirklich eine gute, solide Golfschwung. Der Kopf bleibt hinten, wenn du den Ball triffst. Und ja, damit kann man nicht viel machen, aber du siehst jetzt hier, wenn man hier hingeht, auf Pelvis Turn. Also beim Rückschwung, wenn du hier zurückgeht, ist gut, du drehst die Hüfte und jetzt in diese Position, da musst du der Hüfte mehr aus dem Weg bringen. Also du siehst, unten steht 20,3 bis 38,1. Das bedeutet, die beste Spieler der Welt hatten Abweichung zwischen 20,3 und 38, also du siehst, da ist viel Platz. Und du solltest jetzt gucken, du mindestens um die 10 bis 11 Grad mehr den Hüfte drehen, kurz vor Impact. Wenn du jetzt zum Impact kommst, siehst du, du hast 23 und hier sollst du gucken, du 31,9 und wieder Frauen mit viel Flexibilität werden auf 50,9 kommen, okay? Dann zwingst du hier durch und dann kannst du ruhig ein bisschen mehr durchdrehen in Impact. Du siehst 99 wäre besser, wenn ein bisschen mehr dreht. Aber wie gesagt, vorne ist nicht so wichtig. Wichtig ist eigentlich mehr hier in diese Position und diese Position. So, was haben wir ja dafür gemacht, um das besser hinzukriegen? Wir haben bei der nächsten Übung haben wir ein Video reingemacht und diese Video siehst du, haben wir eine Stabhand dran gemacht und du siehst jetzt hier. So, das Problem, was du hattest in deinem Golfschwung war, du hast zu wenig Hüftdrehung, habe ich dir gezeigt in der Video. Du hast den Hüfte nicht genug auf dem Weg. Ja. So, jetzt tun wir jetzt das Stange dran machen. So, wenn du den Ball triffst, dann hast du ein Visuals, so du wirklich sehen kannst, wie viel du der Hüfte wegbringst. Und damit können wir dann gucken, dass du mehr Hüftdrehung haben, kurz vorm Impact und im Treffmoment. Okay? Okay. Da denkt man natürlich leicht an zu viele Sachen. Ja. Also weg mit dem. Genau. Super. Hast gesehen, du kannst viel besser vorstellen, wie der Hüfte aus dem Weg kommt. Und diese Position. So, was haben wir ja dafür gemacht, um das besser hinzukriegen? Wir haben bei der nächsten Übung haben wir eine Stabhand dran gemacht und du siehst jetzt hier, du hast jetzt beim Rückschwung hast du ein bisschen zu wenig den Hüfte gedreht. Und dann nach vorne solltest du gucken, du die Hüfte mehr auf nichts. So dieses Stab, was du hier siehst, du siehst dieses Stab, was hier ist, jetzt hast du ein Visual, wo du sehen kannst, was du da hast und den müsstest du mehr auf den Weg nehmen, so man wirklich sehen kann, ich bringe die Hüfte aus dem Weg. Das wäre ganz wichtig. Du siehst, du hast 1 Grad mehr gedreht in Impact als vorher, aber du warst weniger kurz vorm Impact. Und bei der Rückschwung hast du auch die nicht genug gedreht. Aber wirklich gucken, du nach vorne, den Hüfte, du siehst, wie der da hinkommt. Hier geht er mehr aus dem Weg. Und jetzt kommst du durch den Ball und jetzt ist der Schwung fertig. So, wir wollen gucken, dass du einfach mehr Hüftdrehung machen. Wir können auch noch reingehen. So, du siehst jetzt rechts und links. Kannst du jetzt sehen, das ist hier mit der Hüftdrehung. Höchster Punkt. Und du siehst, hier hast du den Hüfte besser gedreht. Aber jetzt kommen wir nach vorne bis diese Position hier. Da musst du gucken, du den mehr aus dem Weg nehmen, der Stab. Und jetzt, wenn du ein Impact kommt hier. Und dann siehst du sehr deutlich, wie du tatsächlich der Hüfte mehr gedreht hat in Impact als vorher. Und dieses Stab soll dir einfach helfen, visuell zu sehen, wie du den Hüfte aus dem Weg bringst.
Okay, danke. Wie funktioniert das denn jetzt mit dem Interaktiven? Also Genau, das ich bedeutet- übe jetzt etwas zu Hause Ja. zum Beispiel und nehme mich auf. Ja. Und Und in dann- dem Moment, wo du aufnimmst, wird der Swung automatisch zu mir geschickt. Ja. Ich kriege ein Message, mein Golfschüler hat mir einen Swung geschickt. Dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder ich gucke das vielleicht kurz an und sage, okay, ist nicht schlecht. Oder du schreibst in den Notizblock rein, sagst, Henrik, kannst du mir bitte eine Swung-Analyse geben und mir sagen, was für Übungen ich machen soll, um diese Probleme zu machen. Ah. Dann gehe ich rein und mache eine Zusammenfassung deiner Stunde. Und damit kannst du dann selber üben und Aber besser werden. und kostet das dann was für den Schüler? Also eine Swung-Analyse kostet dann für mich, bei mir kostet 30 €, weil ich brauche so 15 bis 20 Minuten, um eine vernünftige Swung-Analyse zu machen. Aber das lohnt sich ja. Darum geht's. Ja, und man hat eben den genauen zahlenmäßigen Genau. Feedback und visuellen Ja, Feedback. das ist nicht, ich sage, ich glaube, dass richtig ist. Wir sehen tatsächlich, das ist. Ja, das ist ja alles ziemlich vielversprechend. Vielen Dank, Henrik. Also was soll ich jetzt noch machen zum Abschluss? Jetzt sollst du mal einfach reingucken, deine Swinge angucken und dann sehen die Videos, was dir geschickt hat, was du üben sollen, um das zu verbessern. Und das ist in deine Inbox. Da hast du alle Informationen darüber. Ah, das ist ja toll. Ja, dann bin ich mal gespannt, was ich bekomme. Ich hoffe, das hat auch euch gefallen, Zuschauern. Und wie gesagt, ich glaube, hier kann jeder hinkommen oder Ja. Unterricht nehmen, wenn man das Jeder. will. Und hier Golf Tiraan liegt ja natürlich ganz schön an der Grenze zwischen Deutschland und Frankreich, nördlich von Basel, südlich von Freiburg, auf einer Rheininsel. Ich habe auch einen anderen Film schon gemacht, wo man das ein bisschen von oben sieht. Also schaut da auch mal gerne rein. Also erstmal siehst du, hier habe ich alle meine Schüler und ich habe die Möglichkeiten mit jede vom, entweder alle oder individuell jede von die Golfschüler zu kommunizieren. Die Golfschüler haben auch die Möglichkeit mit mir zu kommunizieren. Du siehst jetzt hier über der Inbox und hier siehst du, jetzt hat jemand gerade einen Swung zugeschickt und da kann ich jetzt reingehen und lade jetzt der Swung runter und dann sieht da kann ich genau sehen, was er richtig oder falsch gemacht hat und ich kann ihm dann zurückschicken und eine Swung-Analyse machen für das Golfschwung, was er aufgenommen hat. Er hat dann die Möglichkeiten, auch selber genau die gleichen Zahlen zu sehen, was du nachher siehst, wenn ich dir die Zusammenfassung mache. So, das ist eine Sache, was sehr, sehr gut ist. Er wird tatsächlich mit jedem Golfschüler kommunizieren kann. Jeder Golfschüler hat auch sein Inbox. Und wenn du jetzt hier in der Inbox, gehe ich mal einfach hier runter. Nehmen wir einfach eben. Und da siehst du jetzt hier, das ist ein ganz alter Swung. Hier kommt verschiedene Videos erklärt, was Pelvis Lift ist. Dann ist die Zusammenfassung von jeder Golfstunde, was er hat. Und ich kann auch reingehen und kann hier verschiedene Übungen machen, was er richtig oder was er falsch machen soll. Und wir können auch verschiedene Texte dazu schreiben. Wir haben ein Learning Center. In der Learning Center sind über 100 verschiedene Übungen. Und ich kann jetzt als Golflehrer reingehen und sagen, okay, wir nehmen jetzt diese Position hier und das kann ich jetzt jeden Schüler zukommen lassen, assessed to jede. Oder ich kann auch mal hier durchgehen und sehen, wie du siehst jetzt hier, stehen die dort, die erklären jetzt, warum es geht. Sie macht dann der Übung, machen wir die Übung hier. Dann ist ein Trainingsplan, wie du verschiedene Schläge machen sollen. Und dann haben wir jetzt Unterricht, kann er dann sehen genau, ob man ja besser oder schlechter geworden ist. So, das ist das. Das ist eine Präsentation, wie Sportsbox ungefähr funktioniert. Und jetzt werde ich dir eine Kurzanalyse von deiner Stunde von gestern zukommen lassen. Ah, das ist ja toll. Ja, dann bin ich mal gespannt, was ich bekomme. Ich hoffe, das hat auch euch gefallen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.